dieses Symptom letztendlich ist voll schön für die Einladung zu gucken, was eigentlich dahinter steckt, welche Ursache eigentlich relevant ist. Und es ist meistens unsere Angst, dass wir was falsch machen, dass wir unsere Kinder nicht fördern und fordern. Und was steckt dahinter? Was steckt da dahinter? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Ich fühle so sehr mit dieser Frage, die heute Thema in dieser Podcast-Episode ist. Die Frage einer Frau aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in der es um das Vergleichen geht zwischen den eigenen Kindern und dem anderen. Ich erinnere mich so gut und ich fühle das so sehr, denn natürlich geht es mir da oft sehr ähnlich, dass ich andere Kinder beobachte, andere Eltern beobachte und sehe, wie sich deren Kinder entwickeln, was die alles so machen und dann bei mir natürlich, wie auch bei der Mama aus Gemeinsam wachsen, diese große Frage lostritt: Mache ich irgendetwas falsch? Mache ich zu wenig? Müsste ich mein Kind oder meine Kinder nicht noch mehr fördern? In dieser Podcast-Episode möchte ich dich erden und dich wieder zu dir bringen. Es geht in dieser Episode darum, dir Einblicke zu geben in die Art und Weise, wie Lernen entsteht, welche Rolle du als Vorbild beim Prozess des Lernens für dein Kind hast, was die Vergleiche mit uns machen, wenn wir also andere Kinder beobachten und Familien beobachten, was die alle so haben und nicht und uns dann damit vergleichen. Ich gebe dir in dieser Episode Einblicke in die kindliche Entwicklung, denn die ist immer individuell. Jedes Kind ist einzigartig und wir vergessen das natürlich manchmal gerne. Und natürlich auch den Blick auf uns. Das heißt, die Momente, in denen wir getriggert sind, wenn das was mit uns macht, dieser Vergleich und Selbstzweifel entstehen, dann geht es darum, dahinter zu entdecken, welche Ängste wirklich da sind, zu verstehen, was eine Stufe tiefer in uns steckt, die all diese Selbstzweifel eben auslösen und die loslassen zu lernen. Und zum Schluss in dieser Episode geht es dann natürlich um den Impuls und nochmal die Erinnerung zum freien Spiel. Denn Kinder sind so viel am Kooperieren und so viel am Lernen den ganzen Tag. Sie brauchen den Raum, die Ruhe, die Präsenz und die Zeit, zu sich zu kommen, damit sie sich voller Kreativität entwickeln und ihre Potenziale entfalten können. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Viel Spaß. Liebe Manuela, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Ob man will oder nicht, man vergleicht seine Kinder ja doch immer wieder mal mit anderen. Gerade mein Mann tut das sehr oft. Eine Freundin der beiden, die 4 Monate älter ist, kann schon ihren Namen schreiben. Eine andere im gleichen Alter malt Bilder aus, fast ohne über die Linien zu kommen. Mein Mann fragt mich dann immer, warum unsere beiden das noch nicht können, und ich mache mir dann schnell Gedanken und Vorwürfe, dass ich sie vielleicht zu wenig fördere. Ich lasse die meistens freispielen. Und wenn wir mal was malen, ist es meistens nur Gekrakel und auch schnell wieder uninteressant oder so, dass ich die Bilder für sie male. Mache ich mir dazu viele Gedanken, weil es einfach momentan nicht ihr Interessensgebiet ist oder in ihr Interessensgebiet fällt und sich das auch irgendwann ändert? Oder sollte ich das Malen öfter anbieten und mehr zeigen, wie es geht? Erstmal, das allererste, was du machst, ist, die Angst loszuwerden, dass du irgendwas falsch machst. Das Zweite wäre, im Gespräch mit deinem Partner darüber zu sprechen, was ihm daran wichtig ist und wovor er Angst hat. Die Kinder entwickeln sich von allein, von ganz allein. Und fördern, ja, das ist auch so ein Wort, die Kinder beobachten uns, sie beobachten unsere Interessen, sie beobachten die Erzieher, sie beobachten andere Kinder.
Wir lernen hauptsächlich unterbewusst, im Beobachten, im Entdecken, im Aha, was ist denn das? Und alles hat seine Zeit. Laufen lernen geht dann los, wenn es halt dran ist. Malen und Ausmalen ist halt irgendwann dran und oder nicht. Und das ist so wünschenswert. Es ist wünschenswert, dass sich Kinder einfach so entwickeln dürfen mit dem Schatz, den sie in sich drin haben. Und wenn du gerne malst, dann beobachten deine Kinder, die kriegen das mit, ob du willst oder nicht, dass du am Tisch sitzt und malst und können dann entdecken, ob das eigentlich ihr Ding ist. Vielleicht ist es gerade einfach nicht dran. Lass sie frei spielen. Zeig ihnen natürlich, was es alles gibt. Immer wieder. Das ist ja nicht einmal, dass ich meinem Kind was zeige, sondern immer wieder mal. Und auch Sachen, die ich doof finde, gilt auch natürlich, den Kindern zu zeigen. Ja, immer wieder beide Seiten zu beleuchten bei Themen, wenn sie älter sind. Nicht eben eine Meinung, unsere als Wahrheit, sondern auch andere sehen das so. Entwickelt deine eigene Meinung. Ich sehe es so, andere sehen das so. Es gibt Malen, es gibt was anderes. Die sind 3 Jahre erst. Die haben so viel noch zu entdecken. Und weil andere das machen, heißt es nicht, dass deine das jetzt auch machen muss. Außerdem, 4 Monate älter, in diesem jungen Alter, ist ein wahnsinniger Zeitraum. Da passiert so viel kognitiv. Wart mal ab, was in 4 Monaten ist. Dieses Symptom letztendlich ist voll schön für die Einladung zu gucken, was eigentlich dahinter steckt, welche Ursache eigentlich relevant ist. Und es ist meistens unsere Angst, dass wir was falsch machen, dass wir unsere Kinder nicht fördern und fordern. Und was steckt dahinter? Was steckt da dahinter? Was passiert denn, wenn das so wäre? Und das gilt es anzuschauen für dich und für deinen Mann und auf Wahrheit zu prüfen. Ist denn die nächste Angst, die dahinter steckt? Mein Kind wird in der Gesellschaft nicht zurechtkommen. Es wird in der Schule durchfallen, weil es den Stift nicht halten kann. Was steckt denn da noch dahinter an Kausalkettenreaktionen? Was letztendlich dann dazu führt, dass wir quasi im Heute aufgrund der Angst in der Zukunft anfangen, dem Kind den Stift in die Hand zu drücken und zu sagen, jetzt mal und nicht über die Linie raus. Und das ist die Aufgabe, da hinzuschauen, was steckt in der Tiefe und nochmal eins tiefer eigentlich in mir drin an Sorgen, um dann zu prüfen, stimmt das eigentlich? Und dann kann ich wie so diese russischen Puppen, eine Puppe nach der anderen hochheben und sagen, okay, stimmt eigentlich gar nicht und jetzt bin ich wieder in der Entspannung. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.